Hallo ihr lieben Wagen, Happy Birthday. Hier kommt eure Geburtstagslegung und ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Ja, es geht darum, in Beziehungsdingen, in verbindlichen Dingen, eure eigene Größe zu leben, im Vertrauen zu bleiben. Vielleicht habt ihr auch Einflüsse aus Verbindungen aus der Vergangenheit, die gerade mit euch sprechen. Möglich ist auch, dass euch hier gesagt wird, dass ihr in Verbindungen, in Verbindlichkeiten eure eigene Größe leben könnt. Also, dass ihr euch nicht kleiner macht oder dass man euch irgendetwas beschneidet. Ich habe hier auf der bewussten Ebene, dass ihr vielleicht darüber nachdenkt, wo ihr im verbindlichen Bereich verletzt wurdet, irgendwelche Wunden sitzen oder wo ihr euch auch von irgendwas beschnitten fühlt. Möglicherweise verarbeitet ihr auch gerade so Verluste von Dingen, die euch im Beziehungsbereich getroffen oder betroffen gemacht haben. Ja, und auf der unterbewussten Ebene habt ihr so irgendein Kreuz, das ihr gerne ablegen wollt oder irgendein Hindernis, eine Schwierigkeit. Vielleicht denkt ihr auch über das Thema Schicksal nach, schicksalshafte Kreisläufe, irgendeine bestimmte Schwere, die da auch mitschwingt. Es kann ja auch um ein Vaterthema gehen oder um ein Elternthema, das ihr hier als Thema habt, eben in dieser Legung, als Impuls. Denkt daran, das ist eine Kollektivlegung, das kann nicht jedem in die Karten spielen, so wie es eben auch unterschiedliche Menschen gibt. Eine kollektive Energie kann nicht immer alle abfangen. Okay, das ist jetzt das Thema dieser Legung. Was ich schön finde, jetzt schon, ist, dass sich die Themen, die hier Ausgangspunkt sind, verstärkt in eure Vergangenheit legen. Ne? Die Einflüsse, die Verstrickungen, die Familienthemen, da habt ihr schon viel dran gemacht und ihr werdet weiter hinter euch lassen und nach vorne gucken, denn hier liegt für die nähere Zukunft das neue Aufblühen von etwas, die Umstrukturierung eines Kreislaufes, das ihr vielleicht auch schon von Kindertagen immer so gewohnt seid, möglicherweise auch das Auflösen eines Glaubenssatzes. Und ihr habt hier die Chance, etwas Kleines wieder groß wachsen zu lassen oder irgendwo einen Neubeginn zu wagen, der jetzt auch dran ist, an die ganze Sache wieder frisch und fröhlich dran zu gehen und euch von Hindernissen nicht ausbremsen lassen. Ja? Möglicherweise kommt oder denkt ihr, dass irgendwo Blockaden sitzen, die ihr nicht greifen könnt, die ihr nicht verändern könnt. Möglicherweise habt ihr auch die Nase voll, dass es immer wieder mit Hindernissen verbunden ist. Es geht bei euch auch verstärkt darum, Neubeginne zu starten oder etwas Neues zu generieren, wo ihr Blockaden, die ihr auf dem Liebesleben habt oder beim Thema Liebe und Beziehung oder bei Dingen, die euch einfach Herzensangelegenheiten sind, dass ihr da von außen auch wieder mehr, ich würde es jetzt nicht Liebe nennen, ich würde es gute Energie, liebevolle Energie, also nichts Schroffes, nichts Harsches, sondern da, wo man auch gerne mal wieder sich geliebt fühlt oder aufblühen kann. Das sehe ich bei euch von außen kommen. Die Frage ist halt nur, nehmt ihr es an?
Guckt mal, ihr habt hier die Sonne und das ist natürlich die beste Karte für das Spiel. Das ist der gute Ausgang. Da geht wieder ein Licht auf, da blüht etwas neu, da kriegt man ein Ja für die Dinge. Da hat man so die regenerierende, genesende Energie. Das habe ich mir gedacht, gerade habe ich gedacht, bestimmt fällt jetzt das. Und so ist es auch. Und euch steht ein Umbruch an, aus einer Situation, die euch sehr viel Kraft auch gekostet hat, Lebenskraft oder wo ihr euch belastet gefühlt habt, wo etwas sehr zäh vorangegangen ist, wo ihr auch bereit wart, Schnitte zu machen, da wo es nicht mehr gut tut. Vielleicht habt ihr auch den ein oder anderen Schnitt gemacht und euch damit selber getroffen, auch das ist möglich, ne? Weil hier eine sehr starke Konfrontation mit Kreisläufen auch liegt, mit Einflüssen aus der Vergangenheit. Aber hier fangt ihr in der Zukunft, so wie es liegt hier doppelt, Anfang und Ende, ne? Ein Anfang und Ende, der hier mit der Sonne zu guten Ergebnissen führt, Blockaden mehr in den Hintergrund treten lässt. Also man denkt nicht mehr so viel drüber nach, sondern man lebt einfach wieder mehr. Und ihr habt hier unten noch die Blumen. Das sind die Geschenke, die euch hier eine neue Tür öffnen lassen, die euch ein Aufblühen ermöglichen und die eine ungute Situation einfach regeneriert. Ich habe hier, dass es euch lange begleitet hat. Es ist jetzt hier nichts, das einfach mal so schnell in euer Leben kam, sondern das ist ein schicksalshafter Einfluss von dem, was du mit in die Wiege gelegt bekommen hast. Hier kommt die Zwergureule zu euch. Ich komme in dein Leben und bringe dir Spiritualität, Verbundenheit und Körpergefühl. Komme ganz bei dir an. Setze Grenzen genau dort, wo du sie brauchst. Sprich deine Wahrheit aus. Das, was ihr hier auf der bewussten Ebene habt, ne? Die Sense, die sagt ja auch so, Ende Gelände, ne? Das hat auf mich keinen Einfluss mehr und ich mache da einen Schnitt. Deine Situation verbessert sich, das hast du hier mit der Sonne. Du hast viel erreicht, sei stolz auf dich und Führung kommt dir auf deinen Weg. Wunderbar, ihr kriegt noch eine Kraft hier. Ich bin gespannt, was ich für euch kriege, liebe Wagen. Wenn ihr hier Single seid im Übrigen, habt ihr hier beste Gelegenheit, einer neuen Liebe zu begegnen zum Beispiel, ne? Auch. Und zwar mit einer Energie, bei der ihr auch so ein gewisses Gefühl habt von aufgefrischt sein, ne? Wieder Pep haben, wieder Öffnung, wieder jünger hervortreten als belastet und geduckt. Und ihr habt tatsächlich mit dem Lachs hier auch noch die Verjüngung. Das ist schon mal gut. Ja, und der Lachs sagt dir eben, dass du schon sehr viel Erfahrung gesammelt hast, dass Wissen und Weisheit in dir sind, dass deine Instinkte sicher sind und dass deine Kräfte sich jetzt erneuern oder verjüngern und dass du hier neue Lichtsamen hast, die keimen wollen und dir Erfolg, Fruchtbarkeit und neue erfüllende Aufgaben aufbringen. Ja, der Lachs erinnert dich daran, für was du auf der Welt bist, für was du angetreten bist und er erweckt auch außergewöhnliche Gaben, ne? Es geht um Wenden, die auch sehr viel mit den Gefühlen zu tun haben und der Lachs sagt ja auch, dass deine Gefühle der Wegweiser nach Hause ist, ne? Es kann sein, dass anderen dein Weg manchmal sehr komisch vorkommt oder anstrengend oder dass sich das nicht erschließt, was du wie tust.
aber das ist nicht wichtig für dich, ne? Es geht um deinen Weg und um deinen Ruf. Und es geht darum, dass Dinge nur umgesetzt werden können und konnten, weil irgendjemand mal den Mut hatte, etwas auf die Welt zu bringen, ne? Egal, was andere davon hielten. Der Lachs fordert auch auf deinem Weg gegen den Strom zu schwimmen, Hindernisse und Hürden zu überwinden. Vielleicht auch gewisse Ängste oder Gefahren, die du so empfindest, zu meistern. Und wenn du das geschafft hast, wirst du hier mit einem Verjüngungsprozess wieder auftauchen und auch so die unzerstörbare Quelle wieder mehr haben. Es geht um deine Angebundenheit, um das Genährtsein auch von allem, so dass deine Tage und dein Weg heller und leuchtender für dich strahlen können. Liebe Wagen, ich wünsche euch einen schönen Geburtstag. Viele Grüße an die Wagen, die ich kenne, sind auch einige. Ich drücke euch und bis bald.